Stell dir vor, du suchst seit Monaten Arbeit. Mit staatlicher Hilfe finanzierst du Miete, Nebenkosten und Lebensmittel, kommst aber kaum über die Runden. Endlich stößt du auf eine Stellenanzeige. Du bekommst das erste Gehalt seit Monaten und das Leben scheint sich zu ändern. Doch da ist ein Haken. Du verdienst gerade genug, um keinen Anspruch auf Förderung mehr zu haben, aber zu wenig, um die Kosten zu decken. Noch dazu musst du den Weg ins Büro und die Kinderbetreuung während der Arbeit bezahlen. Eigentlich hast du jetzt weniger Geld als in der Arbeitslosigkeit. Wirtschaftsexperten bezeichnen diese Misere als Sozialfalle. Eine der vielen Armutsfallen, die weltweit Millionen Menschen betreffen. Armutsfallen sind sich selbst verstärkende Wirtschafts- und Umweltbedingungen, die die Armut über Generationen aufrechterhalten. Einige sind von individuellen Umständen abhängig, etwa mangelndem Zugang zu gesunder Ernährung oder Bildung. Andere betreffen ganze Nationen, zum Beispiel korrupte Regierungen oder der Klimawandel. Doch die grausame Ironie von Sozialfallen ist, dass sie einer Politik entstammen, die Armut bekämpfen will. In der Geschichte hatten viele Gesellschaften Strategien, um die Grundbedürfnisse der Armen zu decken. Vor dem 20. Jahrhundert kümmerten sich darum oft religiöse Gruppen und Hilfsorganisationen. Heute spricht man von Sozialhilfeprogrammen. Und es gibt sie oft als staatlichen Zuschuss für Wohnen, Lebensmittel, Energie und Gesundheitsversorgung. Diese Programme sind meist einkommensabhängig. Die Gelder können also nur Menschen unter einer gewissen Einkommensgrenze beanspruchen. Denn es soll sichergestellt werden, dass nur Bedürftige profitieren. Doch sie verlieren ihren Anspruch, wenn sie mehr als das gesetzliche Minimum verdienen. Egal, ob ihre finanziellen Verhältnisse stabil genug sind. Dieser Teufelskreis schadet den Armen wie den Bessergestellten. Gängige Wirtschaftsmodelle sehen Menschen als rationale Akteure, die Kosten und Nutzen ihrer Optionen abwägen und die für sie günstigsten Entscheidungen treffen. Wenn Arme wissen, dass ihnen Arbeit keinen Vorteil bringt, werden sie weiter von Sozialhilfe leben wollen. Natürlich arbeiten wir aus vielen Gründen, wie gesellschaftlichen Normen und persönlichen Werten. Doch das Einkommen bietet einen wichtigen Anreiz. Nehmen weniger Menschen Arbeit an, wächst die Wirtschaft langsamer. Die Armut bleibt. Und Menschen am Rande der Armutsgrenze landen unter ihr. Einige meinen, diese Kettenreaktion ließe sich stoppen, wenn staatliche Hilfsprogramme ganz abgeschafft würden. Doch diese Lösung erscheint den meisten weder realistisch noch human. Wie soll also Sozialhilfe aussehen, die arbeitende Menschen nicht bestraft? Viele Länder versuchen, das Problem zu umgehen. Einige zahlen nach Aufnahme einer Arbeit die Sozialhilfe noch eine Zeit lang weiter. Andere reduzieren die Unterstützung bei steigendem Einkommen. Diese Maßnahmen verringern zwar den Anreiz zur Arbeit, aber das Risiko der Sozialfalle sinkt. Manche Regierungen bieten Leistungen für Bildung, Kinderbetreuung oder medizinische Versorgung allen Bürgern gleichermaßen an. Bei der Unterstützung für alle geht ein Lösungsansatz noch weiter. Ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe allen Bürgern eine feste Basis, unabhängig von Vermögen oder Beschäftigungsstatus. Nur durch diese Maßnahme könnte man die Sozialfalle ganz beseitigen, da das erarbeitete Gehalt die Hilfe vom Staat ergänzen, aber nicht ersetzen würde. Schafft man eine stabile Einkommensgrundlage für alle, die keiner unterschreiten kann, dann könnte das Grundeinkommen Menschen vor der Armut bewahren. Viele Wirtschaftsexperten und Forscher befürworten diese Idee seit dem 18. Jahrhundert. Doch derzeit ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht in Sicht. Es wurde zwar bereits in kleinerem Umfang getestet, aber diese begrenzten Experimente geben wenig Auskunft, wie diese Maßnahme landes- oder sogar weltweit funktionieren würde. Für alle Strategien gilt, der Lösungsansatz erfordert Respekt vor menschlicher Handlungsfähigkeit und Autonomie. Nur wenn Individuen in ihrem Leben und Umfeld langfristige Veränderungen gestalten können, lässt sich der Teufelskreis der Armut durchbrechen. TED-Ed hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen kostenlos hochwertige Bildungsinhalte in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.